Hallo und herzlich willkommen für diejenigen unter euch, die sich gern in den Dungeons von den Mobs verprügeln lassen, möchte ich euch heute gern einen Guide für die Tankklasse geben. Zunächst angefangen mit den Fähigkeiten, die ihr als Tank habt. Unsere Standardfähigkeit ist die Seismic Wave, mit der wir alle 60 Sekunden vor uns eine Welle verursachen, die an den getroffenen Gegnern Schaden verursacht und sie wegjietet. Dabei verursachen wir umso mehr Schaden, desto mehr Defense wir haben. Und unsere ultimative Fähigkeit ist Castle of the Stone, mit der können wir uns alle 150 Sekunden für 5 Sekunden immun gegen Schaden und Knockback machen, was sehr praktisch ist, wenn ihr mal wieder euren Eltern erklären müsst, warum ihr das Spiel gerade nicht so einfach pausieren könnt, um am Familienleben teilzunehmen. Zudem lockt ihr mit der Fähigkeit auch noch die Gegner in einem 10-Block-Radius um euch herum an. Passiv sorgt die Tankklasse dafür, dass ihr prozentual mehr Defense bekommt und wenn euer Leben mal unter 50% fallen sollte, erhaltet ihr ein Schild, welches 10% eures Lebens entspricht. Und eure andere passive Fähigkeit sorgt dafür, dass wenn ihr mehr als 25% Leben habt, die Chance höher ist, dass die Mobs im Dungeon lieber mit euch anstatt mit euren Teammates kuscheln wollen. Falls ihr es wie auch immer als Tank schaffen solltet zu sterben, könnt ihr eure Teammates weiter unterstützen, denn zu einen habt ihr eine Stun Potion, welche alle Gegner in einen 10-Block Radius kurz stunt, damit auch der Archer mal einen Gegner treffen kann. Und eure andere Ghost-Fähigkeit ist eine Absorption Potion, welche dafür sorgt, dass alle Teammates in einen 10-Block Radius 200 HP Absorption für 3 Sekunden erhalten. Weiter geht es mit den Ausrüstungen für den Tank, angefangen mit dem wichtigsten Ausrüstungsgegenstand für die Tankklasse, die Rüstung. Das günstigste Set für einen Tank, der noch gar nicht Dungeons gespielt hat, wäre ein komplettes Old Dragon Set, da man dieses schon für 400k Coins bekommen kann und mit dem Set sollte man zumindest bis vor 2 ganz gut zurechtkommen. Ein anderes Rüstungsset, welches bereits vor Dungeons existierte, aber auch sehr gut für die Tankklasse geeignet wäre, ist die Perfect Rüstung. Wobei hier der Preis halt stark davon abhängt, auf welchem Tier man die Rüstung haben will. Aber umso niedriger das Tier ist, desto weniger Defense bietet euch die Rüstung auch dementsprechend. So würde eine komplette Tier 1 Rüstung gerade mal 2,5 Millionen Coins kosten und eine komplette Tier 12 Rüstung kostet momentan etwa 33 Millionen Coins. Besonders die Perfect Rüstung nutzen momentan einige Leute, doch nicht die T12, da man dafür Katakomben Level 30 sein müsste, um diese in Dungeon Gear umzuwandeln, sondern eine Tier 8 Perfect Rüstung, da man dann gerade einmal Katakomben Level 19 sein muss und viele haben bereits so viel Lebenszeit in Dungeons verschwendet, um dieses Level zu erreichen, um dann ein Set zu haben, welches minimal besser ist als die anderen Rüstungen, die derzeit zur Verfügung stehen. Da es bei der Perfect Rüstung auch keinen Full-Set Bonus gibt, bietet es sich auch an, den Helm der Rüstung auszutauschen, denn dort gibt es ein paar mögliche Optionen, wie beispielsweise die Bonzo Mask, um zu verhindern, dass man stirbt, oder die Mender Fedora wäre auch eine gute Wahl für den Tank, da es durch die verstärkte Heilung noch seltener vorkommen sollte, dass jemand stirbt. Und wer mit einer Reaper Scythe als Waffe spielt, kann natürlich auch die Reaper Mask verwenden, um die Scythe noch effektiver zu machen. Doch genug zu der Perfect Rüstung, denn es gibt noch weitere gut und günstige Rüstungen, die man in Dungeons finden kann. Das günstigste Set für den Anfang wäre dabei die Heavy Rüstung. Das komplette Set in Rare kann man bereits für 40.000 Coins bekommen. Die verbesserte Version davon wäre natürlich die Super Heavy Rüstung, welche genau den gleichen Set Bonus hat, aber jedes Teil der Super Heavy Rüstung sorgt dafür, dass der Cooldown der Seismic Wave um 5 Sekunden verkürzt wird, womit man mit einem vollen Super Heavy Set die Fähigkeit aller 40 Sekunden anstatt aller 60 Sekunden einsetzen kann, und ohne diesen Bonus gibt das Set für den Tank auch noch super Werte und das komplette Set in Episch kann man sogar schon für knapp 200.000 Coins bekommen, weil das Set in Legendär will, sollte mit etwa 3 Millionen Coins rechnen. Ein komplett anderes Dungeon Set, welches auch gute Werte für einen Tank gibt, wäre die Zombie Knight Rüstung, welche man in Episch bereits für 400k Coins bekommen kann. Das Tolle an der Rüstung ist, dass man sie zusammen mit dem Zombie Knight Schwert verwenden kann, um nochmal mehr Defense zu bekommen. Und für die Leute, die gar keinen Bock haben, für jede Klasse extra ein spezielles Rüstungsset zu holen, gibt es natürlich noch die Adaptive Rüstung, welche sich an unserer Klasse anpasst. Was beim Tank dafür sorgt, dass man mehr Defense erhält und pro Rüstungsteil nochmal prozentual weniger Schaden von Mobs bekommt. Weiter geht es mit der Wahl des Schwertes für einen Tank. An sich ist eigentlich komplett egal, welche Waffe ihr verwendet, denn im Vergleich zu einem Mage ist der Schaden, den ihr als Tank verursachen werdet, komplett unrelevant. Standardschwerter, die guten Schaden verursachen, wären beispielsweise ein Midas-Schwert, für das man mit mindestens 70 Millionen rechnen sollte, oder ein Aspect of the Dragon, das man mit den wichtigsten Verzauberungen schon für 4 Millionen Coins bekommen kann. Wie bereits bei den Rüstungen erwähnt, würde sich auch als Waffe eine Reaper Scythe anbieten, wenn man die Reaper Mask als Helm verwendet, oder das Zombie Knight Schwert, wenn man in einer kompletten Zombie Knight Rüstung spielt. Ein anderes Dungeon Schwert, welches auch eine Erwähnung wert ist, ist der Zombie Soldier Cutlass, da das Schwert bereits ohne Reforges einen 100% Attack Speed gibt. An sich wäre das Adaptive Blade auch kein schlechtes Schwert, da es sich wie die Rüstung an eure Klasse anpasst und euch somit mehr Defense gibt und ihr sogar die Seismic Wave mit einem Rechtsklick bei dem Schwert verwenden könnt.
Aber gerade für den Tank gibt es eine deutlich bessere Alternative für das Adaptive Blade, nämlich die Earth Shard. Denn diese gibt euch auch Defense, ihr könnt auch eure Klassenfähigkeit mit Rechtsklick einsetzen und zusätzlich wird der Cooldown von der Seismic Wave nochmal um 10 Sekunden reduziert, was bedeutet, dass ihr theoretisch mit der Super Heavy Rüstung und dem Schwert die Fähigkeit aller 30 Sekunden einsetzen könnt, anstatt nur aller 60 Sekunden, weshalb auch 9 von 10 Hypixel Skyblock Dungeon Experten die Earth Shard ihren Tank Teammates weiterempfehlen würden. Und man kann das Schwert bereits für 15.000 Coins bekommen, wohingegen das Adaptive Blade immer noch etwa 1 Million Coins kostet. Bei den Pets für den Tank gibt es eigentlich nur zwei wirklich gute Möglichkeiten, nämlich der Wal oder die Schildkröte. Mit dem Wal kann man mehr effektives Leben als mit der Schildkröte erreichen, dafür gibt uns eine legendäre Schildkröte Knockback Immunity, was sehr von Vorteil ist, wenn man Tank spielen möchte. Welches der beiden Pets für einen selber am besten geeignet ist, muss man aber selber entscheiden. Was man aber auch noch beachten sollte, ist, dass der Wal ein Fishing Pet ist und es somit wahrscheinlich aufwendiger wird, ihn zu leveln, als die Schildkröte, da diese ein Combat Pet ist. Ein anderes Pet, welches man auch noch in Betracht ziehen könnte, wäre das School Pet, wenn man die Kombination aus Reaper Scythe und Reaper Mast spielt, um eure kleinen Unterstützer noch effektiver zu machen. Ein Pet, welches eigentlich auch sehr gut für den Tank geeignet wäre, wäre das Stein Pet. Da man aber leider in Dungeon keine reitbaren Pets verwenden kann, haben die Leute unter euch, die stundenlang Erze abgebaut haben, um einen legendären Stein zu bekommen, Pech gehabt. Kommen wir nun noch zu ein paar unterstützenden Items, die ihr in eurer Hotbar haben solltet, damit es wenigstens so aussieht, als hättet ihr eine Ahnung, was ihr da überhaupt in Dungeons macht. Das wichtigste davon wäre wohl die Jingle Bell, damit ihr falls nötig die Aggro der Mobs auf euch ziehen könnt. Dann solltet ihr auch noch ein Item für Mobilität haben, wie ein Aspect of the End oder ein Grappling Hook. Ein Power Orb kann auch nicht schaden, die Biotuber würde ich als Tank aber weglassen, denn wenn ihr ein halbwegs kompetentes Team habt, sollte eigentlich jemand anderes aus eurem Team eine Biotuber dabei haben. Für den Notfall wäre es auch sehr praktisch, wenn ihr eine Version des Zombie-Schwerts habt, um euch schnell zu heilen. Und die restlichen Slots eurer Hotbar könnt ihr dann mit irgendwelchen Items vollklatschen, die auch ganz nützlich in Dungeon werden könnten, wie beispielsweise ein Bogen, um das Creeper-Rätsel zu machen, oder Spirit Leaps, um sich schnell zu den Teammates zu teleportieren, der gerade King Midas bekämpft, um zu versuchen, den Midas Jewel Drop zu klauen. Das waren dann auch schon alle Tipps, die ich den Tanks unter euch geben kann. Dann viel Erfolg bei euren nächsten Dungeon Runs und noch einen wunderschönen Tag.